So, ich bin hier bei Regen in Potsdam angekommen zum 22. Dojo-Termin. Potsdam, es regnet, mein Auto steht. Es ist ja alles ein bisschen versteckt. Ich werde jetzt mal den Aufgang H suchen, denn dort soll in der zweiten Etage sich das Banbutsu Ruten Dojo befinden. Und dann let's go! Nee! Gut. Sehr gut. Oh, prima. Okay. Er greift hier, ich kontrolliere seinen Arm und ich gehe hier rein. Und von hier drehe ich mich um, gehe hier aufs Knie. Okay. Bossike. Einmal Kuzushi und gleichzeitig diesen Arm drehen, nehmen, hier und dann. Mit dem Ellbogen, genau, dann bist du gleich da. Okay, ist sehr gut. Günstiger ist. Mit dem zuerst abziehen. Ist günstiger. Einmal Partnerwechsel bitte. Kumiuchi. Okay? Kuzushi kurz, hier wieder die gleiche Sache, hier von unten, Kontrolle, jetzt nehme ich die andere Seite. Und in dem Moment, wo ich hingehe, ich drehe mich auf die andere Seite mit Bossiken. Zu, Name, Uko, Kuzushi und gleichzeitig hier ran. Okay? Und in dem Moment, wo er merkt, wir gehen in diese Richtung, drehe ich mich auf die andere. So, diesmal kontrolliere ich seine Hand nach Takagi Yoshi. Und dann mache ich Kuzushi, Hand hinter seinem Rücken und hier wieder gleich. Hier drücke ich dagegen und hier befreie ich mich. Dann drehe ich mich und gleichzeitig Kuzushi und Befreiung. Das ist
mit Körper. Hier drücke ich dagegen. Seinen Arm hinter seinen Körper und hier blockieren. Ausweichen mit dem Körper, hier drücken, okay? Und jetzt gehe ich auf den anderen Arm und gehe ich auf die andere Seite, okay? Hier. Okay? Gut. Den Arm hier drin, okay? Hier halten und dann, ihr könnt auch hier, auch auf das andere Knie geht auch zu knien. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist knien, weil man Burikata. So, Kuzushi. Ich gehe mit, aber hier. Okay, und dann. Hier, Kontrolle und so weiter. Gegner kommt und greift. Munegatame. Kontrolle. Okay? Einmal Tsuki und einmal Geri. Ja. Block. Block. Und dann, und hier, Omotegaku und hier. Okay? Greifen. Block. Block. Und dann auf die andere Seite zu Uko. Hier und zum Boden. Kontrolle. Er kommt, 1, 2 und dann Ura und hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Okay. Kontrolle. 1, 2. Dann hoch. Und dann hier. Seid vorsichtig bitte. Ein bisschen früher loslassen. Wie war der Trainingsbesuch im Bujinkan Banbutsu Ruten Dojo Potsdam nun für mich persönlich gewesen? Beginnen möchte ich ganz kurz mit der Anreise, denn ich bin tatsächlich zweimal an der richtigen Einfahrt vorbeigefahren, um sie vor allen Dingen auch in der richtigen Richtung zu erwischen, denn das war auf der Map gar nicht so klar zu erkennen. Auf dem Gelände selbst ist das Ganze auch etwas versteckt. Hier solltet ihr keineswegs dem Marker in der Google Map vertrauen. Aber Aufgang H ist die Antwort auf ein intensives, tolles Trainingserlebnis. Bewusst habe ich die Basic-Formen der Moguri-Gata-Prinzipien noch nie durchgearbeitet gehabt, weswegen diese Trainingseinheit für mich viel Neues geboten hat.
Ebenfalls sehr interessant und neu für mich war die Vermischung der einzelnen Elemente aus der Sanshin-Okata. Da musste ich selbst erstmal schauen, was gemeint war, aber die Idee dahinter ist sehr interessant und ich denke, die hilft, so einen flexibleren Geist zu entwickeln. Beim Training der Prinzipien hatte Philipp immer mal noch so ein paar Tipps eingestreut, so zum Beispiel zum Einstieg bei Inazuma Dori bzw. Nage und Mitsudori. Ist groß. Die Bewegung ist nicht so. Die Bewegung ist groß. Ich mache Kuzushi und dann hoch. Das ist einfacher zu nehmen. Und dann Bosike. Es ist immer einfacher, hier mit der Achselhöhle zu kontrollieren, als hier. Das heißt, das hier ist für mich einfacher als das hier. Denn von hier, wenn ich da reingreife, ist er wieder frei. Also versucht groß und mit der Achselhöhle kontrollieren. Schlagen, greifen. Ich jetzt kontrolliere hier und hier und hier. Was mir im Training zuerst entgangen war, war die doppelte Blockierung der Beine. In der Trainingssequenz hatte ich es kurz schon mal angemarkert, aber hier wird es von Philipp nochmal schön gezeigt. Es gab noch mehr gute Tipps, die würden aber jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Was mir persönlich immer so ein kleines inneres Blumenpflücken ist, wenn die Trainingsteilnehmer offen auf mich drauf zukommen, um mit mir zu trainieren. Ich war ja quasi der Neue. Das Leistungslevel in der Gruppe reichte von Weiß bis Schwarzgurt, wobei das Thema in dieser Trainingseinheit keine leichte Kost gewesen ist. Das Dojo selbst ist sehr schön und bietet für Interessierte Probetrainings an. Der Trainingsraum ist leider durch 2 Säulen geteilt, was jetzt für das Training an sich kein größeres Problem darstellt. Allerdings konnte ich meine Kameras nur in eine Hälfte ausrichten, weswegen ihr jetzt auch nur einen Teil von dem Dojo sehen konntet. Seid ihr aus der Gegend und habt Lust, einmal im Banbutsu-Ruten-Dojo vorbeizuschauen, dann macht euch gern ein eigenes Bild dort vom Training. Übrigens, in dem Dojo gibt es auch Kindertraining. Kontaktdaten zum Dojo gibt es auf meiner Website in der Dojo-Liste. Einen Beitrag mit ausführlicheren Fakten und einem Interview findet ihr in Kürze ebenfalls dort. Die Links, die Verweise findet ihr in der Videobeschreibung. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei Stefan und dem Dojo für die Einladung zum Training bedanken. Ebenso auch für das Dojo-Shirt, was ich bekommen habe. Und? Wie fandet ihr den Trainingseinblick? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ich bin neugierig. Ich hoffe, euch im nächsten Video wiederzusehen. Ich sage Tschüss, euer Dirk vom Nimpo Ralf.